Gute Neuigkeiten, die Dennerle Kochshow geht weiter. Mit dem gleichen Koch, also mit mir, mit dem Volker und mit tollen neuen Rezepten für euch. Für heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Wir werden ein 30 Liter Basic Aquarium einrichten. Basic auch, was die Pflanzenauswahl angeht. Wir werden mit nur 3 Arten ein richtig cooles Garnelenbecken einrichten. Also das Aquarium wird dann auch später ganz einfach zu pflegen sein. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Der schon mehrere Videos von mir gesehen hat, kennt das. Ich vergleiche das ja immer, ein Aquarium einzurichten mit einem Hausbau. Für ein für ein schönes Haus braucht man ein solides Fundament und das ist beim Aquarium halt einfach der Bodengrund. Hier zum Beispiel unser Deponit Mix Black und oben drüber kommt Garnelenkies in schwarz, passend schwarzer Bodengrund, schwarzer Garnelenkies. Für die Leute, die schon ein bisschen versierter sind und sich ein bisschen näher schon mit der Aquaristik beschäftigt haben, den kann ich natürlich auch ein Soil ans Herz legen. Beide Varianten, egal ob Soil oder Kies und Nährboden, ist wichtig, brauchen die Pflanzen, weil die Pflanzen nehmen über 60% der Nährstoffe über die Wurzeln auf, also über die Füße und den Rest übers Blattwerk. Für ein 30 Liter Aquarium reichen so circa 2 Kilo. Das ist so ein Beutel. Hier ist es wichtig, überall da, wo Pflanzen hinkommen, muss auch Nährboden sein. Das heißt, wenn ich jetzt im vorderen Bereich, in den nächsten Kochshows zeige ich euch das, da habe ich mir andere Layouts noch überlegt. Da haben wir zum Beispiel vorne gar keine Bepflanzung, da brauchen wir natürlich auch keinen Nährboden. Also wenn ihr wisst, wie ihr euer Aquarium einrichtet und wie ihr es bepflanzt, dort, überall wo Pflanzen hinkommen, muss Nährboden. Damit man auch kleine Aquarien groß wirken oder tief wirken lässt, immer nach hinten ansteigend befüllen. Damit erhöht ihr einfach noch mal ein bisschen die Tiefenwirkung und euer Aquarium sieht dann auch viel ansprechender aus. Als nächstes kommt der Garnelenkies. Den verteilen wir genauso. Also es sollte immer so mindestens vorne so gute 2 cm insgesamt an Kies und Nährboden im Aquarium sein, damit die Pflanzen einfach vernünftig Halt bekommen. Der Kies dient im Aquarium nichts anderes als Anker. Das Wichtigste ist der Nährboden unten drunter, der versorgt die Pflanzen mit Nährstoffe. Wenn ihr jetzt ein Aquarium nur rein mit Kies einrichtet, da ist die Chance, dass es richtig gut funktioniert, sehr gering, weil im Kies sind keinerlei Nährstoffe und weil ich ja zum Anfang gesagt habe, Pflanzen nehmen über 60% der Nährstoffe über die Füße auf. Könnt ihr euch ja ausrechnen, dass das nicht so gut funktioniert. Übrigens, wenn ihr jetzt Anfänger seid und noch gar kein Aquarium eingerichtet habt, verlinke ich euch oben unseren Einsteigerguide. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da gibt es verschiedene Episoden, wo ich euch die Grundlagen der Aquaristik näher bringe. In dem Aquarium heute werden wir keinerlei Hardscape verwenden, also keine Wurzeln und keine Steine. Wir werden die Tiefenwirkung und die Konturen nur mit Pflanzen machen. Also wir bauen jetzt heute quasi so einen Mini-Dutch-Style nach. Aber am Anfang sieht das Aquarium nicht so spektakulär aus, aber wartet mal ab. Am Schluss zeige ich euch das Aquarium nochmal nach 3 Monaten und ihr werdet total überrascht sein. Bevor wir jetzt mit der Bepflanzung beginnen, wie immer, den Bodengrund müssen wir natürlich gut anfeuchten. Warum? Wenn ich jetzt hier Pflanzen reinmachen würde, der Bodengrund ist nicht ganz trocken, aber auch nicht nass, wird das passieren, dass die Pflanzen wurzeln. Wenn ich etwas länger brauche zum Bepflanzen, werden die Wurzeln austrocknen. Und wenn eine Aquarienpflanzenwurzel ausgetrocknet ist, ist sie tot. Welche Pflanzen werden wir heute verwenden? Als Hintergrundpflanze nehmen wir die Migrantium glomeratum. Das ist eine super schöne, kompakt wachsende, einfache Hintergrundpflanze, die auch sehr dicht wächst und sehr schnell. Somit hilft sie auch euch, euer Aquarium schnell in Balance zu bringen. Als Mittelgrundpflanze habe ich hier mir so einen schönen Eyecatcher überlegt, und zwar hier die Cryptogorine Fancy Pink. Das sind einfache Pflanzen und gerade die Fancy Pink überzeugt also einfach mit ihrer schönen Farbe. Also die ist wirklich krass pink und so ein bisschen als Eyecatcher.
Und als Vordergrund haben wir die Elocharis pusilla, das ist die Mini-Nadelsimse. Gerade für Einsteiger super geeignet, ist sehr rasch wachsend und bildet sehr schnell einen Teppich. Also sieht quasi aus wie euer schöner Rasen zu Hause. Ich werde in diesem Aquarium heute rein In-vitro-Pflanzen einnehmen. In-vitro-Pflanzen sind Pflanzen, die kommen aus dem Labor. Die werden quasi in so kleinen Becherchen kultiviert. Die gibt es einmal, hier unten ist dann so ein Gel zu sehen. Oder es gibt sie auch mit so einer Folie versiegelt. Das ist dann so ein Liquid. Das kommt immer auf die Pflanze an, welche besser zu kultivieren ist. Eine Pflanze lässt sich besser in Gel kultivieren und eine andere lässt sich besser in flüssigem Medium kultivieren. Ihr habt extrem viel Pflanzmasse in einem so einem Becher. Das sieht immer so wenig aus, aber in Wirklichkeit ist das sehr, sehr viel. Dann habt ihr keinerlei Probleme mit Schneckeneiern oder sonst irgendwelchen Parasiten wie Planarien und solchen Nervegeistern. Ihr habt keine Algensporen und die Pflanzen sind auch frei von Pestiziden. Wie geht ihr jetzt vor, wenn ihr solch eine Pflanze euch kauft und wenn ihr sie ins Aquarium bringt? Ihr nehmt sie erstmal aus dem Becherchen raus, dann nehmt ihr ein Gefäß. Hier könnt ihr ja jetzt das Gel sehen und das müsst ihr so gut es geht abwischen. Also am Anfang einfach so ein bisschen zusammendrücken, dann könnt ihr ja schon sehen, das Gel geht raus und dann in nicht eiskaltem Wasser, am besten so ein bisschen temperiertem Wasser auswaschen. Das hat den Grund, wenn ihr jetzt die Pflanze in eiskaltes Wasser, also aus dem Wasserhahn richtig kaltes Wasser nehmen würdet, würde die Pflanze so ein bisschen einen Schock bekommen und das ist auch nicht so gut und hilft ihr auch nicht so beim Anwachsen. Bevor ich jetzt bepflanze, nicht vergessen, den Filter reinzubauen. Ich spreche aus Erfahrung. Man fängt an zu gestalten, man nimmt Hardscape, man baut und macht und tut und dann ist man fertig und ist wirklich zufrieden und dann möchte man sein Aquarium in Betrieb nehmen und denkt, oh, da muss ja noch Technik rein. Aus diesem Grund am besten schon mal die größte Technik ist hier der Filter, dann kommt noch ein kleiner Heizer und ein bisschen CO2. Ansonsten kommt hier an Technik nichts mehr ins Aquarium. Und ich bepflanze heute den Hintergrund zuerst. Und ich habe ja gesagt, die Migrantium glomeratum, die ist wirklich sehr, sehr wuchsfreudig und die wirkt auch wirklich sehr groß. Also die breitet sich sehr massiv aus. Und aus diesem Grund reicht mir auch so ein Töpfchen dicker aus, also wirklich so ein Töpfchen und den verteile ich jetzt so ein bisschen im Aquarium. Als letzte Pflanze setze ich jetzt die Vordergrundpflanzen ein, die Elocharis pusilla. Vorher habe ich hier die Cryptocoryne Fancy Pink eingepflanzt. Hier könnt ihr sehen, hier habe ich bewusst extrem viel Platz gelassen. Warum, das könnt ihr später sehen, wenn ich euch das fertige Aquarium zeige. Die Glomeratum, die wird echt groß und die müsst ihr echt regelmäßig in Zaum, also wirklich trimmen quasi wie die Haare schneiden, müsst ihr auch hier regelmäßig ran. Mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Was sind die nächsten Schritte? Natürlich müssen wir Wasser reinfüllen. Wie ihr das richtig macht, könnt ihr euch in unserer Einsteiger-Episode Folge 2 angucken. Ich werde jetzt noch einen kleinen Heizer reinbauen und noch natürlich CO2. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit diesem tollen Layout. Wie das Aquarium sich nach 3 Monaten entwickelt hat, zeige ich euch jetzt. In den nächsten Kochshow-Episoden werden wir ganz viele schöne Aquarien einrichten. Wir werden kleine Aquarien einrichten, wir werden große Aquarien einrichten, wir werden absolute Einsteiger-Aquarien einrichten, wir werden absolute Aquascapes einrichten, also richtige High-End-Teile. Und wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne von mir wissen würdet oder wie, ihr wisst nicht, ihr habt eine Idee, wisst nicht, wie es angehen soll. Vielleicht machen wir ja auch mal ein cooles Video darüber. Schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und natürlich nicht zu vergessen, abonnieren, Glocke drücken und schaut bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.